Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein Rezept für euch, das sowohl gesund als auch unglaublich lecker ist. Ein süßes Schokobrot ganz ohne Zuckerzusatz. Es ist super einfach und schnell gemacht und der Geschmack wird euch umhauen. Perfekt für alle, die auf gesunde Snacks stehen, aber nicht auf Schokolade verzichten wollen. Lasst uns direkt loslegen. Für das Rezept brauchst du Datteln, Dinkelmehl. Du kannst auch Weizenmehl anstatt nehmen. Dann brauchen wir noch gemahlene Mandeln oder Haselnüsse, Backkakao, Joghurt, 2 Eier, Backpulver und Backnatron, Zimt. Wenn du magst, den Zimt kannst du auch weglassen, wenn du kein Zimt dazugeben möchtest. Und eine ganz dunkle Banane. Am besten soll die Banane schon ganz braun sein. Dann gibt es dem Schokobrot eine zusätzliche Süße und einen schönen Geschmack. Als erstes solltest du die Datteln vorbereiten, so werden die Datteln noch weicher für ein Brot. Dafür gibst du eine halbe Teelöffel Natron zu den Datteln und bedeckst die Datteln mit kochendem Wasser. Dann das Ganze noch mit irgendetwas bedecken und 30 Minuten stehen lassen. Danach das Wasser abgießen, die Datteln leicht mit kaltem Wasser abspülen und jetzt werden wir die Datteln noch pürieren. Die Datteln musst du nicht ganz fein pürieren, da können auch Stücke bleiben. Die machen den Kuchen ganz besonders lecker. Und jetzt lege ich die Datteln zur Seite und werde noch die Banane zerstampfen. Und dann können wir schon den Teig fertig machen. Dafür brauchst du eine große Schüssel und erst gebe ich die Eier dazu und kurz schlagen. Nur ganz kurz und dann den Rest von den flüssigen Zutaten dazugeben. Die pürierte Datteln und die Bananen und zum Schluss noch Joghurt. Und dann das Ganze mit der Gabel mixen, nur ganz kurz, bis es gleichmäßig gemixt ist. Dann gebe ich Kakao, Backpulver und Backnatron, Zimt und eine kleine Prise Salz zum Mehl. Kurz vermischen. Jetzt gibst du die Mehlmischung in 2 Teilen zum Teig und vermischt kurz mit der Gabel nach jeder Zugabe. Dann noch die gemahlene Mandeln und reinheben, bis alles gut vermischt ist. Dann die Backform gut einfetten. Wenn du magst, kannst du noch so ein Stück Backpapier auf dem Boden von der Kastenform legen. So wird es ganz einfach, den Schokobrot aus der Form zu holen. Und jetzt den Teig in die Backform geben und gleichmäßig verteilen. Das Schokobrot duftet unglaublich schokoladig. Und jetzt bei 180 Grad 60 Minuten fertig backen lassen. Das leckere Schokobrot ist fertig gebacken und schaut es euch an, wie schön es aufgegangen ist. Die ganze Küche oder sogar das ganze Haus duftet richtig schön nach Schokolade und ich kann kaum warten, bis der Kuchen abgekühlt ist. Ich habe ein kleines Tipp für euch. Ich habe beim letzten Mal beim Backen gemerkt oder beim Lagern eigentlich gemerkt, dass der Schokobrot schmeckt noch besser, wenn man es im Kühlschrank aufbewahrt. Dann wird es noch saftiger und hat eine Konsistenz von einer Schokobrownie. Richtig, richtig intensiven Schokogeschmack und ist einfach unglaublich lecker. Ich kann nur sagen, ich habe immer mehr ein Stück nach dem Essen gegönnt, so ein Stück Schokobrot und es ist wirklich schwer, bei einem Stück zu bleiben. Ich hoffe, dir hat das Rezept gefallen. Und wenn du auf der Suche nach anderen leckeren, gesunden Brotrezepten bist, dann werde ich für dich
meine anderen Brotrezepte hier verlinken. Falls du das Rezept ausprobierst, würde ich mich sehr auf dein Feedback freuen. Wenn dir das Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.